Diesmal geht es um einen Triple Moving Average, der exponentiell ist, also ein Triple Exponential Moving Average. MetaTrader stellt ihn als ITEMA in den Indikatoren zur Verfügung. Und falls Ihnen der Triple Exponential Moving Average jetzt bekannt vorkommt, das Ding gibt es tatsächlich zweimal. Das hier ist der Triple Exponential Moving Average als Indikator. Und das hier ist der Triple Exponential Moving Average als Oszillator. Wenn man auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Triple Exponential Moving Average geht, dann sehen wir hier eine Periode von 14 Kerzen, die auf den Schlusskurs angewendet wird. Hier kann ich mal die Farbe verändern. Und der Triple Exponential Moving Average nutzt die gleichen Zahlen, wird aber hier anders dargestellt. Wenn man sich hier oben diese hektische Ausgabe anschaut, dann sieht man, dass die Richtung sehr häufig wechselt. Das bringt dann natürlich eine Menge Fehlsignale mit sich. Und wir wollen uns in diesem Video einmal anschauen, wie man den Indikator für den Triple Exponential Moving Average erstellen kann. Und zwar so, dass er in MQL5 in einem Expert Advisor berechnet wird. Und außerdem möchten wir gern diese hektische Signalwirkung etwas verbessern, indem wir einen kleinen Trick benutzen. Wie also erstellt man einen EA, der diesen Indikator hier berechnet? Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste auf Ihrer Tastatur. Dann sollten Sie hier den Meta-Editor sehen und hier wählen wir Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler ITEMA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen und jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen entfernen wir. Zunächst einmal erstellen wir uns ein Preisarray für Preisdaten. Das übernimmt die Funktion MQL-Rates und dieses Preisarray hier müssen wir jetzt sortieren. Und zwar von der aktuellen Kerze an abwärts, das übernimmt die Funktion ArraySetASeries. Und mit CopyRates füllen wir unser Preisarray für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die aktuell genutzte Periode. Das kann man übrigens auch mit solchen Unterstrichen hier tun. Und wir benötigen die Daten von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen. Jetzt brauchen wir noch ein Array für die Expert Advisor Daten. Das bekommt den Namen EA Array. Auch das sortieren wir mit der Funktion ArraySetASeries abwärts. Und nun definieren wir die Eigenschaften für unseren Expert Advisor. Dazu nutzen wir die eingebaute MQL5-Funktion ITEMA. Die gibt das sogenannte Handle des Indikators für den Triple Exponential Moving Average zurück. Dieser Rückgabewert ist übrigens ein Integerwert. Den könnte man in einem richtigen großen Expert Advisor daraufhin überprüfen, ob alles geklappt hat oder Fehler aufgetreten sind. In diesem einfachen Beispiel nutzen wir als Parameter das aktuelle Währungspaar auf dem Chart, die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Diese 14 hier sieht man auch, wenn man hier den Triple Exponential Moving Average auf dem Chart einfügt. Es handelt sich um den Standardwert von 14 Kerzen. Aufgrund dieser 14 Kerzen wird der Wert berechnet, und zwar hier ohne Verschiebung und auf den Close-Preis, also auf den Schlusskurs. Darum verwenden wir auch hier als Parameter die 14 Kerzen, die 0 für die nicht benötigte Verschiebung und mit Preis_Close sagen wir unserem Expert Advisor, dass wir die Werte gerne anhand der Schlusskurse berechnen möchten. Das machen wir jetzt auch, indem wir auf die aktuelle Kerze 0 aus unserem Expert Advisor Array zugreifen und das Ergebnis weisen wir einer Variable mit dem Namen ITEMA-Wert zu. Fehlt noch eine Chartausgabe je nach Richtung. Wenn der ITEMA-Wert größer ist als der Schlusskurs von Kerze 1 in unserem Preisarray, dann möchten wir gerne den Text ITEMA ist short, gefolgt vom berechneten Wert ausgeben.
Das übernimmt die Comment-Funktion. Im anderen Fall, wenn der berechnete Wert kleiner ist als der Schlusskurs von Kerze 1 aus unserem Preisarray, dann geben wir mit Command den Text ITEMA ist long direkt auf unserem Chart aus. Das war's auch schon. Bitte die schließende Klammer nicht vergessen. Und wenn Sie fertig sind, können Sie jetzt hier oben auf diesen kleinen Button drücken oder die F7-Taste drücken. Das sollte hier ohne Fehler und Warnungen funktionieren. Und in diesem Fall klicken Sie bitte hier oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder wählen die Tastenkombination STRG und R. Und hier im Strategietester suchen Sie bitte nach der Datei simpler.itema.ex5, markieren hier die Option für die Visualisierung und starten Ihren Test. Irgendwas stimmt hier nicht, der Test wird sofort wieder beendet. Schauen wir uns noch einmal den Quellcode an. Oh, hier fehlt was. Natürlich muss ich auch hier mittels CopyBuffer unser Expert Advisor Array anhand der von uns getroffenen ITEMA-Definition von hier oben für Buffer 0, also die erste und einzige Linie in unserem Indikator, von der aktuellen Kerze an für 3 Kerzen füllen. Kompilieren wir also erneut, starten einen neuen Test und diesmal sieht das deutlich besser aus. Das sind mir hier deutlich zu viele Nachkommastellen. Man kann hier statt Double auch den Rückgabetyp Float verwenden. Allerdings wird dann beim Kompilieren eine Warnung ausgegeben, dass es eventuell einen Genauigkeitsverlust gibt. Starten wir mal einen neuen Test. Dann sieht man, dass die Ausgabe der Zahlen hier jetzt deutlich kürzer ist, aber der Indikator produziert immer noch deutlich zu viele Signale. Und jetzt nutzen wir hier mal zum ersten Mal die Shift-Variable, setzen statt der 0 eine 100 ein, klicken auf Kompilieren, stoppen den aktuellen Test und starten einen neuen. Und wenn Sie jetzt ein paar Mal die Minustaste betätigen, dann sehen Sie, dass der Indikator jetzt 100 Kerzen vor dem aktuellen Kurs gezeichnet wird. Er ist die ganze Zeit Short und erst wenn es hier zu einer Überkreuzung kommt, dann ändert sich auch hier die Richtung. Das bedeutet, mit der Shift-Funktion kann man den Indikator so weit nach vorne verschieben, dass die Signalhäufigkeit hier deutlich reduziert wird. In solchen Phasen hier allerdings werden weiterhin Fehlsignale generiert. Okay, das war's auch schon. In diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie den ITEMA-Indikator für den MetaTrader 5 mit MQL5 programmieren können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.